Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Becoming. Meine Geschichte ist das bewegende Memoir der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama. In ihrem Buch nimmt sie die Leserinnen und Leser mit auf eine außergewöhnliche Lebensreise. Vom behüteten Aufwachsen in der South Side von Chicago über ihr Studium an der Princeton University und Harvard Law School hin zu ihrer Zeit als Anwältin, Mutter und schließlich als First Lady. Michelle Obama erzählt offen von Herausforderungen, Zweifeln, Erfolgen und Enttäuschungen. Ihr Werdegang ist nicht nur ein inspirierender Bericht über die eigene Selbstfindung, sondern zeigt auch, wie gesellschaftliche Erwartungen, Herkunft und die Kraft des eigenen Willens das persönliche Leben bestimmen können. Das Memoir verschafft Einblicke in das Familienleben der Obamas, die prägenden Erfahrungen ihrer Jugend und die Verantwortung, eine Stimme für Millionen Frauen zu sein. Michelle Obama schreibt mit Wärme, Witz und Intelligenz und gibt damit nicht nur einen authentischen Einblick in ihr Leben, sondern inspiriert auch, das eigene Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Das Buch ist eine Einladung, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und sich der Kraft der Veränderung bewusst zu werden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Kindheit und Familienwerte. Michelle Obama beschreibt ihre Kindheit in einem liebevollen, aber auch von Herausforderungen geprägten Elternhaus in Chicago. Ihre Eltern haben trotz bescheidener finanzieller Mittel Wert auf Bildung, Disziplin und Ehrlichkeit gelegt. Diese Werte wurden zur Grundlage ihres weiteren Lebensweges. In diesem Teil des Buches wird deutlich, wie prägend familiäre Unterstützung und bedingungslose Liebe sind, um Selbstvertrauen und Ehrgeiz zu entwickeln. Michelle reflektiert ihre frühe Konfrontation mit gesellschaftlichen Ungleichheiten und wie ihre Eltern sie immer ermutigt haben, ihre Träume zu verfolgen. Besonders hervorzuheben ist ihr starker Bezug zu ihrem Bruder Craig, mit dem sie ein tiefes Vertrauensverhältnis verbindet. Der familiäre Rückhalt gibt ihr die Sicherheit, sich auch in schwierigen Situationen zu behaupten und ihre Persönlichkeit zu entfalten. Zweitens. Bildung und persönliche Entwicklung. Ein zentraler Themenschwerpunkt ist Michelles Weg durch das Bildungssystem, zunächst an der Chicago Public School, dann auf der renommierten Princeton University und später an der Harvard Law School. Sie schildert die Herausforderungen, als schwarze Frau in überwiegend weißen, elitären Bildungsstätten zu bestehen. Die Zweifel am eigenen Können, das Gefühl der Fremdheit und die immerwährende Frage, ob man dazugehört. Trotz oder gerade wegen dieser Schwierigkeiten entwickelte sie eine starke Widerstandskraft und ein ausgeprägtes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit. Dieser Teil des Buches zeigt, wie wichtig Ausbildung für die persönliche Entwicklung ist und wie Hindernisse zu Chancen werden können. Michelles Erfahrungen machen anderen Mut, gegen gesellschaftliche Barrieren anzugehen und die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Drittens. Karriere, Berufung und Sinnfindung. Nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss beginnt Michelle Obama ihre Karriere als Anwältin in einer angesehenen Kanzlei. Schnell merkt sie jedoch, dass der Beruf nicht vollständig ihren Werten und ihrer Suche nach Sinn entspricht. Die Entscheidung, ihre Karriere neu auszurichten, zieht sich leitmotivisch durch ihr Leben. Sie schildert anschaulich ihren Wechsel in den Non-Profit-Sektor und wie sie durch die Arbeit mit Jugendlichen und im öffentlichen Dienst ihre wirkliche Berufung findet. Michelle spricht offen über die innere Unzufriedenheit, die viele trotz äußerlichen Erfolgs verspüren, und über den Mut, einen neuen Weg zu wählen. Diese Thematik macht das Buch besonders wertvoll für Menschen, die sich in beruflichen Umbruchphasen befinden. Michelles Geschichte lädt zur Selbstreflexion ein und ermutigt, auf die eigene innere Stimme zu hören. Viertens. Leben als First Lady und öffentliche Verantwortung. Der Abschnitt über Michelles Zeit als First Lady der Vereinigten Staaten ist von besonderem Interesse. Sie berichtet über die Herausforderungen, Erwartungen und den Druck, ständig im Rampenlicht zu stehen. Ihre Initiativen wie Let's Move und ihr Engagement für gesunde Ernährung und Bildung zeigen, wie sie ihre Plattform genutzt hat, um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.
Sie spricht ehrlich über die Belastung, das Familienleben unter Beobachtung der Öffentlichkeit zu organisieren und reflektiert die Verantwortung, Vorbild für Frauen und Mädchen weltweit zu sein. Die Erfahrungen in Washington sind geprägt von Hoffnung, aber auch von politischen und gesellschaftlichen Widerständen. Michelles Haltung zu Integrität und Authentizität zieht sich dabei wie ein roter Faden durch ihre Schilderungen. Schließlich Selbstfindung, Identität und Empowerment. Ein zentrales Motiv des Buches ist der Prozess der Selbstfindung. Michelle Obama lädt die Leserinnen und Leser ein, den Begriff Becoming als lebenslange Entwicklung zu verstehen. Sie stellt klar, dass die eigene Identität permanent im Wandel und nicht statisch ist. Michelle betont, dass es keine vorgefertigte Schablone für Erfolg gibt und gibt Einblicke, wie sie mit Selbstzweifeln, gesellschaftlichem Druck und persönlichen Niederlagen umgeht. Besonders eindringlich spricht sie über die Bedeutung von Authentizität, Mut und dem Dranbleiben an den eigenen Überzeugungen. Ihr Appell richtet sich an alle, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen und sich gegenseitig zu empowern. Indem sie ihre Verletzlichkeit zeigt, beweist sie gleichzeitig enorme Stärke und inspiriert dazu, seinen eigenen Weg zu gehen. Zusammenfassend: Becoming. Meine Geschichte richtet sich an Menschen jeden Alters, die sich inspirieren lassen möchten, unabhängig davon, ob sie gerade ihre Identität suchen, in einer beruflichen Umbruchphase stecken oder mehr über die Herausforderungen an der Spitze des öffentlichen Lebens erfahren wollen. Besonders Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund und alle, die mit gesellschaftlichen Erwartungen kämpfen, werden von Michelle Obamas Erfahrungen profitieren. Das Buch bietet nicht nur einen einzigartigen Einblick in das Leben einer der einflussreichsten Frauen unserer Zeit, sondern ermutigt, sich selbst besser kennenzulernen und den eigenen Lebensweg zu gestalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Biografien, die oft distanziert oder heroisch berichten, besticht Becoming durch große Authentizität und Nahbarkeit. Michelle Obama gewährt seltene Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle, was Glaubwürdigkeit und emotionale Tiefe schafft. Wer dieses Buch liest, bekommt keine bloßen Lebensweisheiten, sondern eine Einladung, sein eigenes Becoming aktiv zu gestalten und an sich zu glauben. Die Investition in dieses Buch ist nicht nur eine in Wissen und Inspiration, sondern vor allem eine Chance, den eigenen Horizont zu erweitern und mutige Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen. Wenn Sie unterstützen möchten: Michelle Obama, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.